Hallo liebe Stoll-Fans und die, die es noch werden. Willkommen zum nächsten Teil der Premiere der Next Generation der Profiline von Stoll. Und wie immer habe ich mir jemanden an meine Seite geholt, der heißt nämlich Frank Seeland. Hallo lieber Frank. Hallo liebe Nicole, Dankeschön. Hallo Leute, hallo Fans. Heute erklären wir euch etwas über die Rohrleitungen und nach unserem Motto Rohre statt Schläuche. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, denn auch Stoll denkt bei der Konstruktion und Entwicklung seiner Produkte natürlich auch an euer Portemonnaie. Ich will euch das kurz erläutern. Warum verwenden wir Rohrleitungen anstatt Schläuche? Natürlich haben Schläuche auch einen gewissen Vorteil, wie ihr hier seht. Verwenden auch wir Schläuche für bestimmte Bereiche, die natürlich auch beweglich sein müssen, nachdem der Frontlader am Traktor montiert ist. Ist ja logisch. So ein Rohr kann sich eben nicht mitbewegen und wenn, dann nur einmal. Aber in allen Bereichen, wo Rohre sich nicht oder Schlauchleitungen oder Hydraulikleitungen, nennen wir sie so, sich nicht bewegen müssen, können wir problemlos Rohre verlegen. Und Rohre sind grundsätzlich durchaus etwas teurer, aber haben im Grunde genommen null Verschleiß, sind optimal unter dem Schwingenholm verpackt. Ganz wichtiges Thema. Es gibt viele, die über Schlauchleitungen auch gut geschützt in den Schwingenholm verbauen, aber da habe ich zwei Probleme. Das eine ist, wenn mal eine Leckage ist, kann ich erstmal nicht lokalisieren, wo ist sie denn? Das heißt, ich muss in die Werkstatt fahren, das gesamte Schlauchpaket, und das können teilweise bis zu 8 Leitungen sein, aus dem Schwingenholm raus operieren, reparieren und das Ganze wieder zurück. Das ist bei Stoll alles nicht notwendig. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch eine DIN, die fällt mir aber jetzt gerade nicht ein. Die melden wir euch später. Nach dieser DIN sind Schlauchleitungen grundsätzlich allerspätestens alle 4 Jahre zu wechseln. Ich weiß, macht keiner so gerne, aber wenn dann tatsächlich mal was passiert oder platzt und es kommt jemand zu Schaden, wow, dann ist der Teufel los. Also bitte darauf achten, dass Schlauchleitungen regelmäßig gewartet oder gewechselt werden. Und das ist auch bei Stoll so der Fall für diese kurzen Schläuche, die jetzt hier in den beweglichen Teilen montiert sind. Aber diesen ganzen Teil spart ihr euch überall da, wo Rohrleitungen verlegt werden. Die braucht ihr niemals wieder zu tauschen. Und das ist eine erhebliche Ersparnis für euch, für die ganze Lebensdauer des Frontladers. Also ich fasse das jetzt einfach mal zusammen. Ich habe keinen Verschleiß und ich spare auch noch Kosten. Ja, besser geht's ja nicht. Sehe ich auch so. Ja. Wir hatten vorher zusammen auch mal ganz kurz gesprochen. Das Thema Z-Kinematik steht auch noch da an. Magst du auch darüber mal sprechen? Sehr gerne, weil Z-Kinematik sagt natürlich erstmal nicht jedem etwas, aber das ist relativ logisch zu erklären. Z kennt jeder. Z ist unser letzter Buchstabe im Alphabet und unser Parallelführungsgestänge, welches wir in den hinteren Schwingenholm eingebaut haben, bildet zusammen mit dieser Umlenkung und dem vorderen Werkzeugzylinder ein Z. Wenn man das jetzt hier rausnehmen würde und es auf den Boden legt, erkennt jeder ein Z. Deswegen nennt man das Ganze Z-Kinematik. Das Interessante bei unserer Z-Kinematik ist, wie ich eben schon erwähnt habe, dass das Z-Führungsgestänge im Schwingenholm verbaut ist. Das heißt, ich habe super freie Sicht nach vorn und auch zur Seite, denn hier ist nichts obendrauf. Trotzdem führt der Lader parallel. Hier ist auch nichts nebendran. Trotzdem führt er parallel. Also ich habe immer freie Sicht nach vorn und an die Seiten. Das gibt es nur bei Stoll in der Variante. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich hier im Schwingenholm unfassbar viel Platz habe, Hohlraum, kann ich das Ding echt richtig fies, massiv bauen. Das heißt, da müsst ihr nie wieder ran. Sehr interessant und Z-Kinematik ist das Nonplusultra. Darüber hinaus haben wir das Querrohr, also die Verbindung zwischen den beiden Schwingenholmen, auch nochmal in der Position optimiert und zwar weiter in der Position nach unten versetzt und dadurch nochmal mehr freie Sicht nach vorn geschaffen. Also alles in allem auch für die Nutzung und die Sicht von der Traktorkabine aus optimiert. Ja, und freie Sicht, wissen wir alle, ist ja überall und immer gut. Ne? So sehe ich das zumindest, genau. Ja, ich denke mal, mein lieber Frank, das reicht für heute wieder.
Also, ihr kennt es schon, nächste Woche sehen wir uns wieder zur gleichen Zeit. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Ciao. Ciao.